Wenn du gerade vorhast, Laminat, Parkett oder Vinyl zu verlegen, ist das hier dein Video. Denn ich zeige dir heute, womit es am besten geht, wie du dir am besten helfen kannst und für welche verschiedene Schnitttechnik was am besten funktioniert. Und natürlich kannst du heute wieder etwas gewinnen in diesem Video, indem du kommentierst. Und was kannst du gewinnen? Werkzeug, richtig. Sogar aus einem Pool von Werkzeug kannst du dir das aussuchen, was am besten zu dir passt. Und ich sage dir, die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Gerät in diesem Pool ist, womit du Laminat, Vinyl oder Parkett schneiden kannst, ist quasi 100%. Wichtig ist Folgendes: Die Geräte, die wir haben, sind nur Stellvertreter für ihre jeweiligen Klassen. Weil wenn wir uns jetzt mal anschauen, wir haben hier zum Beispiel eine Kappsäge, mit der du das Ganze übrigens gar nicht so gut machen kannst, wie man so denken würde. Die bekommst du schon für rund 100 Euro. Du kannst dir natürlich auch eine kaufen für bis zu 1000 Euro oder sogar noch mehr. Ja? Aber deswegen ist das ein Stellvertreter für die Klasse. Da haben wir hier einen Laminatschneider, so ein, ich sag mal so ein Quetschi. Ja? Damit kannst du entsprechend das Ganze schneiden für, also was gibt es schon für 40 Euro. Dann haben wir hier eine Stichsäge. Eine Stichsäge bekommst du auch für 50 Euro und kannst schon eine ganze Menge mitmachen. Der Drehmelkoffer ist sehr speziell, muss ich dir gleich mal aufgeklappt zeigen, ist aber sehr multifunktional natürlich auch einsetzbar. Da bezahlst du aber schon 170 Euro dafür. Und da ist übrigens kein Dremel drin. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann haben wir hier nochmal zwei Stellvertreter, und zwar Handkreissägen, auch Tauchsägen, weil sie im Grunde jetzt hier bei dem Thema eigentlich egal sind, was von beiden es wäre. Einmal in etwas größer, einmal etwas kleiner. Die bekommst du auch schon für 50 Euro und kannst dein Material schneiden. Dann gibt es noch hier unseren berühmten GOP Multicutter. Damit kannst du auch tolle Sachen machen. Kriegst du auch schon für so einen 100er. Der kostet aber schon 360 Euro. Hier haben wir einen kleinen Winkelschleifer. Haben die meisten, glaube ich, gar nicht auf dem Plan, was man damit alles so machen kann. Hat auch große Vorteile und auch wieder große Nachteile. Aber sowas bekommst du auch schon für kleines Geld. Und dann haben wir hier noch unseren riesengroßen, ich weiß nicht, Quetschschneider gefühlt. Hier haben wir eine Schneide und können dann hier nach vorne gehen und das entsprechend abschneiden. Sowas hier bekommst du schon für 130 Euro. Und jetzt machen wir Folgendes: Wir gehen jetzt die einzelnen Anwendungen durch und schauen mal, welches Gerät eignet sich wofür am besten. Fangen wir mit dem leichtesten Thema an, dem Querschnitt. Das heißt, wir machen hier unseren Schnitt. Das heißt, du nimmst einfach Laminat, legst es dann im Verband und am Ende musst du es ja mal mindestens einmal abschneiden. Wie machst du das? Ganz einfach. Du nimmst zum Beispiel eine Kappsäge, kannst einfach schneiden, bums, fertig, gar kein Problem. Du nimmst einen Laminatschneider, wie den hier von Wolfkraft. Da kannst du ja einfach das hier drunter legen. Wir haben hier eigentlich gar nicht Schneide, sondern haben wir ein Stück Metall nur, quetschen das ab und schon haben wir die Länge drin. Mit einer Stichsäge ist es auch gar kein Problem. Kannst du wunderbar nehmen, kannst natürlich auch von oben arbeiten. Wirst es aber standardmäßig dann so entsprechend nehmen und dir dann so entsprechend hier entlang ziehen und kannst wunderbar damit schneiden, auf Freihand, das ist ganz wichtig. Eine andere Möglichkeit, relativ neu, ist genau das hier. Das ist der Koffer, den wir vorher hatten, und ja, das hier ist Dremel. Das ist ein Gerät von Dremel, nämlich so eine Art Multi-Cup-Station, würde ich dazu sagen. Du nimmst hier einfach dein Material, legst es hier rein, legst es an, hast hier deinen Schnitt, wo du entsprechend entlang schneiden möchtest, kannst hier auch deinen Laser anmachen, zack, zack, hier siehst du genau, wo es entsprechend geschnitten werden kann und gehst durchs Material. Ist wirklich absolut kinderleicht und ich muss so sagen, das ist auch idiotensicher. Nein, doch. Und auch sehr, ich sag mal, du hast ein sehr niedriges Risiko, dich zu verletzen, wenn du das machst, wenn du wenig Erfahrung hast und ungeübt bist. Wohl schaffen, ne? Jetzt haben wir hier quasi eine Handkreissäge in einem Verbundsystem. Wenn wir jetzt hier das uns anschauen, das ist natürlich eine andere Alternative. Mit einer Handkreissäge, Tauchsäge kannst du natürlich auch wunderbar einen Schnitt machen. Aber hier ist das erste Mal, dass du das Material irgendwie sichern musst. Das heißt also, du kannst dich einfach irgendwo hinlegen und irgendwie schneiden, weil dann wirst du in deinen Tisch reinschneiden und das Material wird sich auch hin und her bewegen. Das heißt, hier musst du es wirklich jedes Mal hinlegen, eigentlich auch festspannen oder zumindest gut irgendwo anlegen, festhalten, abschneiden. Das ist zumindest am umständlichsten von allem. Wir haben das letzte und schnellste System wahrscheinlich sogar. Das ist unser Multifloor-Cutter. Hier ist es so, wir nehmen einfach das Material, legen es an, haben hier diesen großen Hebel, legen das nur um und auch durch die große Hebelkraft können wir das einfach abscheren. Man muss hier ganz klar sagen, das hier ist wirklich sehr leicht. Das ist gerade bei Vinyl und bei Laminat geht es natürlich gut. Bei Parkett muss man schon ganz schön Kraft aufwenden. Und die beiden Geräte habe ich ja ganz vergessen. Wir haben hier unseren Multicutter.
Ja? Bei Multicutter ist es so, du würdest es auf jeden Fall nicht mit diesem Blatt machen. Da gibt es ja diese etwas größeren, runderen Blätter. Wenn du das auflegst, kannst du natürlich dort auch deinen Schnitt machen. Das geht schon, aber es ist wirklich sehr laut, ein bisschen umständlich, würde ich so nicht empfehlen. Das hier könntest du auch nehmen. Das ist ein Stellvertreter eigentlich für alle Winkelschleifer, aber hier beim Kleinen noch am praktischen. Du hast ja eine Multimaterialscheibe, damit kannst du auch den Schnitt machen, aber das staubt ohne Ende. Du hast den einfachsten Raum der Welt. Du hast bis jetzt an der Wand gearbeitet, hast entlang gelegt, hast nur Querschnitte gemacht. Am Ende wird es sich immer erreichen, wenn du an der anderen Seite ankommst, brauchst du hier einen Längsschnitt. Also es ist auch so, du hast extrem viel Glück. So, jetzt die Frage, wie kannst du diesen Schnitt machen? Einmal hier komplett entlang, oder mit welchen Geräten kannst du das machen und mit welchen Geräten kannst du es eben nicht machen. Hier mit der Kappsäge bist du raus. Keine Chance, weil du hast ja nur die Chance, hier das zu sägen und du kannst es nicht durchschieben. Funktioniert nicht. Hier mit dem hier funktioniert das. Du kannst hier entsprechend das Material schneiden, durchschieben, schneiden, durchschieben, schneiden, durchschieben. Funktioniert, geht. Mit der Stichsäge natürlich gar kein Problem, kannst du über die Länge einfach schneiden. Hier mit dem geht es nicht. Also zumindest mit dem Koffer kannst du das nicht tun. Du kannst aber Folgendes machen, du kannst natürlich mit der Säge das sehr wohl tun. Ergo, du setzt hier einfach, also bitte nicht so, wie ich das jetzt hier mache, ja, aber du kannst es hier ansetzen und kannst hier entsprechend durchsägen. Bitte niemals mit einer Handkreissäge aus der Hand arbeiten, bitte nein. Auch wenn das theoretisch hier so gehen würde. Nein, das machen wir nicht, weil dann ist ganz schnell hier unten mal der Finger dran, ja, und dann sägen wir durch und das machen wir nicht. So. Also, das würde gehen. Das heißt, also, du kannst mit dem den Schnitt schon machen, mit Handkreissägen sowieso. Mit den beiden Geräten, ja, hatten wir ja vorhin schon, würde es auch gehen. Und mit dem hier geht es nicht, weil du hast ja nur das hier als Durchlassbreite und damit können wir den Längsschnitt nicht machen. Der dritte Anwendungsbereich, und jetzt wird es auch schon etwas kniffliger bei einigen Geräten. Wir haben hier das Thema Gärung. Die Frage ist, wie viel Grad brauchst du? Hast du zwei Zimmerwände, die nicht ganz parallel zueinander stehen, meinetwegen 5 Grad Abweichung, dann ist es was anderes, als wenn du sagst, hier du hast 50 oder vielleicht sogar 60 Grad, warum auch immer. Ja, der Klassiker wäre vielleicht 45 Grad. Lass uns mal gucken, welche Geräte das können und welche nicht. Hier bei der Kappsäge gar kein Problem. Kommt natürlich auf die Säge an. Hier kannst du auch durchaus mal eine Gärung bis zu 50 oder 55 Grad schneiden. Funktioniert. Hier musst du es natürlich händisch irgendwie anlegen, funktioniert aber auch. Ja? Du legst es einfach nur an, es ein bisschen fummelig, muss man sagen, weil das will ich perfekt zu schneiden und je spitzer der Winkel wird, umso mehr musst du aufpassen, aber es funktioniert. Weißt du selber, gar kein Problem. Hier bei dem ist es so, das geht auch. Wir haben hier die Möglichkeit, einen Winkel einzustellen, können das hier uns so einstellen, wie wir es haben wollen. Aber wichtig ist, durch die Breite sind wir limitiert. 45 Grad ist eigentlich bei einem normalen Laminatorparkett kaum möglich. 30 Grad haben wir immer hinbekommen. Also bis 30 Grad wird es wahrscheinlich, siehst du, bei der Breite zum Beispiel funktionieren. Handkreissägen, logisch, freie Arbeit, gar kein Problem mit den beiden. Wie immer, macht keinen Spaß, geht aber. Und dann haben wir natürlich noch unseren Multifloor-Cutter. Hier können wir das Ganze natürlich auch beliebig einstellen, wie du das haben möchtest, in einem beliebigen Winkel. Aber achte drauf, je breiter dein Parkett, Vinyl, Laminat wird, umso weniger kannst du es natürlich hier im Winkel verändern, weil der Durchlass ist hier natürlich begrenzt. Bis jetzt war es ja leicht, einfache gerade Schnitte, aber was ist, wenn wir eine Freiform brauchen? Dann wird es schwierig. Dann wird es für die meisten Geräte hier extrem schwierig. Und jetzt kommen die Spezialisten. Kann das die Kappsäge? Nein. Kann das so etwas hier? Nein. Kann das die Stichsäge? Ja. Dafür ist die Stichsäge gebaut. Übrigens, mein Tipp wäre, da fällt mir was ein. Mein Tipp ist übrigens, dass alle Geräte unten in der Videobeschreibung verlinkt sind, du da den ehrlichen Preisvergleich findest und da wird auch genau dieses Blatt hier verlinkt. Das ist das Two-Side Clean Blatt. Damit hast du bei solchen Materialien deutlich weniger Ausrisse. Ja, das nochmal als Hinweis. So, mit einer Stichsäge machst du halt perfekt Freiform. Das ist völlig logisch. Das heißt, du konntest mit der Stichsäge bis jetzt alles machen. Längs, quer, schräg, Gärung, was auch immer, Freiform, geht alles. So, das geht damit. Hiermit, mit dem hier keine Chance, keine Chance, keine Chance, mit dem hier auch keine Chance. Mit den beiden könntest du es theoretisch machen. Das heißt, mit dem hier kannst du irgendwie dir, je nach Blatt und so weiter, schon relativ viel da drum rumschnitzen, ist aber schon sehr grenzwertig, macht keinen Spaß. Mit dem hier macht es auch keinen Spaß, würde aber halbwegs gut gehen. Mit einer Stichsäge bist du 100-mal schneller. Mit dem hier kannst du das aber ausarbeiten, indem du jetzt hier die Linie ziehst und dann kannst du es entsprechend hier so wirklich ausarbeiten. Ja, du kannst also hier entlang gehen und das nach und nach perfekt dafür formen. Was du aber haben willst, du willst Schmutz und Dreck ohne Ende haben.
Jetzt wird es kompliziert. Du musst aus irgendeinem Grund etwas ausklinken. Entweder hier an der Ecke oder sogar mitten im Material. Wie machst du denn das? Wie kommst du da eigentlich hin? Und jetzt wird es auch wirklich schwierig. Einige Geräte können so ein bisschen, einige gar nichts. Bei der Säge hier ist es so, dass wir zum Beispiel sowas machen können. Ja, also wir haben Schnitt 1, Schnitt 2, Schnitt 3, aber den hier bekommen wir nicht hin. Jetzt könntest du mit irgendwelchen Hilfsmitteln versuchen, das rauszubekommen. Du kannst sogar so weit gehen, einfach das mit der Zange nehmen und rausbrechen. Wenn du Glück hast, wird es an der richtigen Stelle brechen. Noch ein bisschen nacharbeiten, kannst du dir so behelfen. Macht das Spaß? Nee, überhaupt nicht. Mit dem hier logisch kommst du nicht zurecht. Mit einer Stichsäge wieder gar kein Problem. Kannst du es natürlich genauso ausarbeiten. Das ist easy. Ja? Du siehst also, Stichsäge ist dein Ding für genau diese Arbeiten. Mit der Säge auch schwierig. Was du natürlich machen kannst, genauso wie mit der Säge, ist es so, du kannst hier immer hier sägen und dadurch hier das hier rausarbeiten. Ja, man sieht das hier vielleicht auch so ein bisschen, da kann man das rausarbeiten und dann ja, kommt man da so halbwegs hin. Aber das macht auch keinen richtigen Spaß. Aber geht, kann man machen. Handkreissägen ist dasselbe wie bei allen anderen. Du kannst natürlich so ein bisschen einsägen und du kommst eben nicht oben rein. Und du hast häufig das Problem, dass natürlich hier auch so eine Rundung reinschneidest. Das heißt, es trifft sich in der Regel nicht. Oder du hast dann ein Kreuz auf deinem Material. Das willst du eigentlich auch nicht haben. Ja? Dann haben wir natürlich hier den hier, gar keine Chance. Und mit den beiden mit dem hier wird es so im Rahmen gehen, je nachdem wie tief oder wie groß dein Blatt ist. Weil du siehst ja hier, du hast ja nur das hier als Arbeitstiefe. Das sind in dem Fall hier, ich weiß gar nicht, wir blenden mal ein, wie viel es ist, aber es ist echt wenig. Mit dem hier bist du jetzt natürlich endlich, jetzt kommt seine Stunde, ja, jetzt bist du dabei. Wo du vorher meinetwegen immer mit dem hier gearbeitet hast und sagst, nee, jetzt muss ich was ausklinken, dann ist natürlich mit so etwas perfekt. Du kannst hier wunderbar ins Material reingehen, dann hast du hier Folgendes, wir hatten das ja hier, du möchtest das jetzt hier raussägen, dann gehst du einfach so aufs Material und sägst einfach raus. Und zack, ist das Ganze erledigt. Wir haben jetzt zwar gesagt, mit welchen Geräten kannst du was machen, aber wenn dir wichtig ist, dass du einen sehr sauberen, ordentlichen Schnitt hast, dann wird es wieder anders. Weil, wenn wir jetzt zum Beispiel so eine Säge nehmen wie hier, dann haben wir natürlich hier einen perfekten Schnitt mit perfekten Kanten. Oben, unten, kaum Ausrisse. Das ist wirklich ein perfekter Schnitt. Super. Jetzt nehmen wir mal so eine Lösung wie das hier. Ja, bei dem sieht es schon ganz anders aus. Da gucken wir mal hier unten drunter. Das ist komplett ausgerissen, fransig und so weiter. Wie ist die Oberkante? Wunderbar. Ja, also hier oben sehen wir eine wunderschöne Kante. Wir können das verlegen. Deine Sockelleiste wird es überdecken, das ist gar kein Thema. Aber unten sieht es schon aus wie sagt man so schön, wie bei Hempels unterm Sofa. Also, oder wie Kraut und Rüben. Oder lass dir irgendwas einfallen, schreib es in die Kommentare. Hier bei der Säge hast du zwar einen sauberen Schnitt, das ist gar kein Thema, aber hast oben zumindest ein bisschen Ausrisse. Ist das relevant? Nein. In der Regel wirst du ja deine Sockelleiste drüber haben, dann ist es gar kein Thema. Ja, sollte es für dich aus irgendeinem Grund relevant sein? Ja, ist nicht perfekt. Ja, aber Kurvenschnitte ist sowieso nicht anders möglich. Mit der Säge hier und auch mit den anderen beiden hier ist es so, dass wir hier oben schon einen sehr, sehr schönen Schnitt hinbekommen, nahezu ausrissfrei und auch hier an der Seite entsprechend sieht das Ganze gut aus. Bei dem hier ist es so, dass du einen perfekten Schnitt hast, gar kein Problem. Es sieht an allen Ecken und Kanten wirklich super aus, aber geht halt nur der gerade Schnitt. Mit den beiden, da kommt es ein bisschen auf deine Fähigkeiten an, das kann richtig gut oder auch richtig aussehen. Lass uns mal über Geschwindigkeit sprechen. Du hast einen kleinen 10 Quadratmeter Raum, Geschwindigkeit egal. Du hast ein riesiges Wohnzimmer, 35, 40, 50 Quadratmeter. Theoretisch, wow, das ist schon ein anderes Thema, weil du hast echt viel Schnitte und echt viel Material, was du verbauen musst. Wenn du jetzt Folgendes machst, du bist ein Profi, dann ist sowieso egal, dann weißt du genau, was du benutzt. Im Heimwerkerbereich, lass uns aber über das Thema Geschwindigkeit sprechen und auch, wie anstrengend ist das eigentlich. Wenn wir jetzt hier unsere Querschnitte machen, nur Querschnitte, ja, weil das Gerät ist ja nur dafür da, dann ist es hier reinlegen, also anzeichnen, reinlegen, schneiden. Ranlegen, schneiden. Geht super schnell. Mit dem Gerät geht es auch super schnell, noch schneller. Hier musst du zum Beispiel auch nichts absaugen. Aber wenn du jedes Mal dich da reinhängst und jedes Mal dann schneidest und vielleicht machst du sogar zu zweit, einer legt, einer schneidet, dann bist du, irgendwann hast du da wirklich einen steifen Arm, weil das ist schon ein bisschen Energie, die du hier investieren musst bei der ganzen Sache. Bei unserer Stichsäge ist natürlich die Geschwindigkeit ein echtes Thema. Du hast es in der Hand, ziehst das durch. Es ist schnell und nicht schwer, aber du musst natürlich jedes Mal auf Präzision achten. Also du musst wirklich jedes Mal genau hier gucken, dass du an der richtigen Stelle sägst, wo es hier einfach ist. Das ist nur anlegen, zack.
Ja, da kannst du deutlich noch mal schneller arbeiten. Bei den Handkreissägen ist die eigentliche Arbeit zwar schnell, aber in dem Moment musst du es jedes Mal aber vorbereiten, weil du musst ganz genau die hinlegen, im Zweifel noch mal festspannen, kannst dann schnell deinen Schnitt machen, aber es wird von allen Methoden hier wahrscheinlich am zweitlängsten dauern, weil die beiden werden wahrscheinlich noch länger dauern und überhaupt gar keinen Spaß machen. Also Geschwindigkeit hast du hiermit auf keinen Fall. Mit dem hier geht es auch super schnell. Ja, einfach drunter legen, zack, runter und dann ist das durch, aber geht eben auch nur für Ihre bestimmten Anwendungsbereiche. Und auch wenn der Hebel lang ist, mit der Zeit kostet das echt Kraft. Bevor wir gleich über Sockelleisten sprechen, bevor wir gleich über zwei andere Geräte sprechen, bevor wir gleich noch über Vinyl unbedingt sprechen müssen, habe ich ein anderes Thema. Und zwar musst du eine Sache bedenken. Lohnt es sich für mich, dieses Gerät hier zu kaufen, ja, oder dieses Gerät zu kaufen, weil damit kannst du genau nur das machen und sonst gar nichts anderes. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich mache das jetzt und kaufe mir eine Kappsäge, um das zu machen, wirst du hinterher eine Kappsäge auch für 1000 andere Sachen nutzen können. Wie zum Beispiel Sockelleisten, kommen wir gleich zu. Aber die beiden eben nur genau dafür. Das heißt, du musst für dich entscheiden, lohnt sich das oder eben nicht. Oder leih es mir im Baumarkt aus. Weil ich es gerade schon mal gesagt habe, Thema Sockelleisten. Hier ist mal eine Sache ganz wichtig. Wenn du eine Sockelleiste hast, so als Synonym jetzt hier, ja, hier ist die Wand, hier unten ist das Laminat, Parkett oder Vinyl, stellst du es hier oben drauf, um jetzt hier die Lücke zu überdecken, damit es schick aussieht einfach. Ja. Die musst du aber auch schneiden und da möchtest du eine Sache auf jeden Fall haben, du möchtest einen perfekten Schnitt haben, damit sich auch zwei Leisten zum Beispiel auch mal perfekt zusammenfügen. Ja. So, womit machst du das aber am besten? Das machst du am besten mit genau so etwas, mit einer Kappsäge. Warum? Bei einer Kappsäge kannst du es aufrecht hier hinstellen. So, kannst es perfekt schneiden. Und das Schöne ist, durch die Laufrichtung des Sägeblatts hast du keine Ausfransungen bzw. hast es auf der Rückseite. Das heißt, der Spar wird nach hinten gedrückt und du hast hier ein perfektes Ergebnis. Das ist eben bei den anderen Dingen nicht so. Das kannst du niemals mit einer Stichsäge machen oder eigentlich so ziemlich mit keiner anderen Säge, außer in Handkreissägen, wo du wieder das Problem hast, es perfekt gerade zu führen. Das kannst du, wenn man ehrlich ist, eigentlich nur genau damit machen. Oder, und jetzt kommen wir zu unserem Gerät, was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, hier unser Tischkreissäge. Wenn du hier eine Kappfunktion drin hast oder einen Schiebeschlitten, so wie hier, dann kannst du das damit auch machen, hast aber eher ein Ausrissproblem, weil das Blatt durch die Geometrie ein bisschen anders läuft. Großer Hinweis wäre nochmal, du kannst sowas wie hier eine Tischkreissäge auch nutzen für fast alles, was wir gerade gesagt haben, nur eben nicht für die Ausklinkungen. Und jetzt lass uns mal über Vinyl sprechen. Bei Vinyl ist es so, wo habe ich das Ganze hier? Bei Vinyl haben wir folgendes Thema, und zwar, wir haben ja hier kein Holz, sondern wir haben hier einen Kunststoff, das kann man fast schon sagen, so ein gummiartiges System, aber ist es ja nicht. Wenn wir das sägen, dann haben wir folgendes Thema. Also wenn wir es wirklich sägen, und das heißt mit so einer Handkreissäge oder so, dann bringen wir Hitze hinein. Achtet darauf, dass ihr wirklich mit einer möglichst niedrigen Umdrehung oder mit der Drehzahl arbeitet, um hier nicht das ganze Material zu schmelzen. Wenn es zu heiß wird, dann ist es wirklich ein Thema. Gerade mit solchen Geräten, die schnell mal 20.000 Umdrehungen haben, wird es eher nicht funktionieren. Bei sowas wie einer Kappsäge kannst du häufig zum Beispiel die Geschwindigkeit einstellen oder verweile nicht zu lange an derselben Stelle, sondern geh möglichst schnell durch das Material durch. Du hast ja den Schnitt vorhin gesehen oder könntest jetzt noch mal einblenden von genau der Säge. Das Ganze funktioniert wunderbar. Da sind hier solche Flocken, die dann rauskommen und dann kannst du das auch echt schön damit sägen. Natürlich kannst du Vinyl, wie vorhin schon mal gesagt, wunderbar auch mit diesen beiden Geräten hier schneiden. Geht super leicht, auch mit relativ wenig Muskelkraft und da geht das auch schon. Aber ein Gerät habe ich dir völlig vorenthalten. Das geht aber auch nur für Vinyl. Und zwar unser Spezialgerät, das günstigste wahrscheinlich von allem, unser Cuttermesser. Denn wenn wir das hier einfach schneiden wollen, können wir auch Folgendes machen. Es geht aber nur mit Vinyl. Wir haben jetzt ein gutes Cuttermesser, setzen auch ordentlich an, schneiden hier einmal durch, in der Hoffnung, dass wir uns nicht irgendwo jetzt hier verschneiden und machen, zack, und schon können wir es abschneiden. Das heißt, hier brauchen wir eigentlich gar kein Gerät. Ich muss sagen, um einen perfekten, schnellen, geraden Schnitt zu machen, würde ich mich mit der Dremel-Lösung durchaus auch mal wohlfühlen oder auch mit anderen Lösungen hier. Ganz einfach, weil es nur Anlegen ist. Jetzt auch der Schnitt hier, den ich einfach mal so gemacht habe, ist nicht perfekt gerade. Wenn du aber ein Hilfsmittel nimmst hier einfach ein Stück Holz, legst das an, schneidest das entsprechend lang, hast du auch dann einen perfekten geraden Schnitt und das geht super schnell, super einfach und kostet fast gar nichts.
Nach meinem Kopf solltest du jetzt eigentlich alle Informationen haben, um Vinyl, Laminat und Parkett schneiden zu können. Nochmal eine wichtige Info. Parkett lässt sich mit diesem Gerät hier kaum schneiden, nur sehr dünnes Parkett. So ab 11 mm hast du hier ein Problem, mit dem geht's, aber da musst du auch schon ordentlich dran ziehen, aber es funktioniert. So, aber nochmal der Hinweis. Ich habe dir alles gesagt, was mir einfällt zu dem Thema. Hast du noch mehr Fragen? Schreib es unten in die Kommentare. Siehst du interessante Fragen, die du beantworten kannst? Beantworte es. Ansonsten versuchen wir, alle eure Fragen zu beantworten. Und denke an das Gewinnspiel. Da ist, wie gesagt, mindestens ein Gerät dabei, mit dem du die Materialien schneiden kannst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Projekt und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.